Hallo meine Freunde, es gibt mal wieder ein neues Video zum C4 und zwar möchte ich heute zeigen, wie man eine Nockenwelle am Sechszylinder aus- und wieder einbaut. Zuerst muss man natürlich den Ventildeckel auf der entsprechenden Seite ausbauen. Wie man den Ventildeckel ausbaut, hat euch Veronika ja schon in einem extra Video gezeigt. Dieses Video schaut ihr euch jetzt an. Danach kommt der Hallgeber weg, der hat hier zwei Schräubchen, 10er Schlüsselweite. Die obere kommen wir momentan ein bisschen bescheiden dran. Manchmal sind die ein bisschen hartnäckig, aber sie hat sich ergeben. Unten ist erstmal ein Mütterchen, dann geht der Halter von der Leitung weg für die Lambda-Sonde und drunter kommt erst die richtige Schraube. So ein Bolzen mit zwei Gewinden auf beiden Seiten. Könnt ihr gleich ganz rausmachen. Eine dritte Schraube ist nicht verbaut, habt ihr Glück. Und die hintere Schraube haben wir auch, dann kann der ganze Hallgeber mit Deckel nach hinten raus. Jetzt muss auch noch die Vorderseite abgebaut werden. Bei der Vorderseite müssen allerdings der Riemen für die Zusatzaggregate und der Zahnriemen runter. Wie man den Zahnriemen abbaut, habe ich euch ja in einem extra Video gezeigt. Das schaut ihr euch jetzt auch an. Wenn der Zahnriemen mal lose ist, ihr braucht ihn ja nur von dem Zahnrad abnehmen, an der Nockenwelle, wo wir arbeiten, geht es jetzt weiter. Jetzt kommt das Rad komplett runter, weil wir müssen jetzt von unten an die Nockenwelle. Wenn die Schraube raus ist, könnt ihr die Fixierplatte schon ein bisschen abhebeln, also nur ganz leicht. Das war jetzt die Fixierplatte. Die geht nur in einer Orientierung drauf, braucht euch keine Gedanken machen. Dann kommt das Zahnrad runter. Wenn das Rad unten ist, könnt ihr auch die Gehäuse Rückteile wegnehmen. Das sind zwei 6er Schräubchen, also 10er Schlüsselweite. Und dann kann das Teil so aus dem Auto. Die Nockenwelle hat jetzt 4 Lagerdeckel. Von vorne gezählt 1, 2, 3, 4. Wir müssen jetzt erst die über Kreuz lösen, also Nummer 2 und 3. Die sitzen natürlich etwas fest, so schön über Kreuzweise erstmal eine Viertelumdrehung anlösen. Dann sind die eigentlich schon so locker. U-Scheiben haben sie nicht, das sind Bundmuttern, könnt ihr also nichts verlieren. So sind die locker genug. Und dann kommt der Lagerdeckel 1. Dann 4, dann der wieder und zum Schluss dieser. Jetzt sind eigentlich alle Schrauben lose. Die Lagerdeckel sind zudem asymmetrisch, man kann es also nicht so tauschen, ihr müsst euch die Nummern merken, wenn man es jetzt raussetzt. Die nach innen gewandte Seite hat hier eine Nase. Unten ist eine entsprechende Rundung. Ich mache mal den Lagerdeckel von der zweiten Welle raus. Die Lagerdeckel nicht kommen wollen, ein bisschen mit dem Gummihammer spielen. Aha, der ist lose geworden. Ja, der kommt dann auch. Den losen könnt ihr dann mal so weit abnehmen. Also wie gesagt, das ist Motorinnenseite und die Rundung ist Motoraußenseite. Wenn es gar nicht geht, könnt ihr es auch mit der abgeklebten Zange so greifen. Seht ihr, jetzt kommt der Deckel nämlich langsam hoch. Und wir haben den Deckel. Ja, da merkt ihr jetzt, das ist die Spannung von den Ventilfedern. Kommt jetzt schon von allein hoch. Dann könnt ihr den vorderen Deckel abnehmen. Aha, der kommt mit der ganzen Welle. Dann nehmen wir den hinteren Deckel noch ab und wir haben die ganze Nockenwelle.
Dann können wir die Hydrostößel mit dem Magneten ziehen. So funktioniert es. Und ich habe mir da schon vor Jahren mal ein Brettchen gemacht, wo ich die absetzen kann. Wenn wir die Nockenwelle und die Hydrostößel schon mal aus dem Motor haben, dann sollten wir auf jeden Fall das Öldruckbegrenzungsventil austauschen. Das Ventil sitzt im hinteren Bereich des Kopfes. Man kann es von der Seite auch wechseln, ohne das alles zu demontieren, aber in diesem Fall wechseln wir auf jeden Fall. Das Ventil hat nur einen 10er Kopf, aber ein 12er Gewinde, sitzt verdammt fest. Das heißt, ihr solltet am besten gleich mit dem Handschlagschrauber dran gehen. Und los ist es. Beim Rausschrauben müsst ihr darauf achten, dass es jetzt nirgends in den Motor fällt. Und wir haben das kleine Ventil. Bevor wir es jetzt vergessen, verschrauben wir gleich das neue Ventil. Ich habe kein Anzugsmoment für das Teil in den schlauen Büchern gefunden, aber es verträgt schon ein bisschen was. Wenn das lose kommt, ist Schrott. Allerdings ist auch Aluminium, also übertreibt es nicht. Beim Einsetzen der Hydrostößel macht er einen Tropfen Öl auf die Führung. Wird er mit dem Magnet von oben einfach in sein Loch und drin ist er. Die gleiche Nummer mit allen 6 Stößen. Natürlich baut er sie genau wieder an der Stelle ein, an der ihr sie ausgebaut habt, oder ihr baut neue ein. Jetzt soll man eine halbe Stunde warten, dass sich die Hydrostößel setzen, bevor man den Motor startet. Das ergibt sich aber von alleine. Schneller habt ihr den Zahnriemen eh nicht drin. Dann schauen wir nach den Laufbahnen der Nockenwelle. Die sind für die Laufleistung von über 500.000 Kilometern noch toll in Ordnung. Frisches Öl auf die Laufbahn. Nicht sparen mit dem Öl bei sowas. Dann setzt ihr die Fixierplatte mal auf die Nockenwelle, weil die brauchen wir zur Justage. Dann könnt ihr neue Simmerringe verbauen und dann kommt die Welle so rein. Beim Einsetzen der Nockenwelle müsst ihr darauf achten, dass die große Bohrung hier nach innen zeigt. Die Stellung kontrollieren wir dann auch gleich nochmal mit dem Werkzeug. Wenn das Werkzeug auf beiden Seiten sitzt, haben wir wieder die richtigen Steuerzeiten. So kann die Nockenwelle jetzt mit ihrem Deckel verschraubt werden. Beim Verschrauben müssen zuerst der erste Lagerdeckel und der letzte Lagerdeckel drauf. Die dichten auch zusätzlich nach außen ab. Ich habe jetzt nichts Spezielles bei den Anleitungen von Audi gelesen, aber Porsche würde solche Teile mit etwas Loctite verkleben, damit sie auch wirklich dicht werden. An der Stelle dichtet es nach außen ab. Hier könnt ihr einen Tropfen von dem Loctite-Zeug drauf machen. Auf die Lauffläche selbst Tropfen Öl. Wieder drauf. Und gleich mal mit den Schrauben ein bisschen festmachen. So, die gleiche Nummer mit dem hinteren Deckel. Etwas Loctite auf die Klebeflächen, kann nicht schaden. Tropfen Öl auf die Lauffläche und der Deckel kann wieder drauf. Und gleich mal die Schrauben drauf. Jetzt müssen wir die Muttern langsam anziehen, weil der ganze Deckel muss ja jetzt gegen die Ventilfedern ankämpfen. Da hinten fehlt uns irgendwie noch am meisten. Es kommt aber noch immer so ein bisschen über Kreuz, aber da vorne sind wir schon ganz gut. Die 2 Lagerdeckel zieht er jetzt über Kreuz handfest an. Und dann gibt es 20 Newtonmeter. 20, 20,
20 und 20 für die letzte. Bei den nächsten Deckeln brauchen wir kein Loctite. Die müssen ja nicht öldicht werden, aber viel Öl können wir da drauf machen, dass sich da nicht festfrisst. Die Orientierung war, dieses Teil zeigt nach innen vom Motor. Die kommt also so drauf, die Lagerbrücke. Und die dritte Lagerbrücke entsprechend. So, setzen wir die Muttern wieder ein. Auch hier wieder über Kreuz alle anziehen. So, wenn sie mal handfest sind über Kreuz, kommt der Drehmomentschlüssel zum Einsatz. Auch hier wieder 20 Newtonmeter über Kreuz für die mittleren Lagerbrücken. Jetzt können wir das Werkzeug wieder ausbauen, weil wir müssen ja hier noch die hintere Verkleidung hinter das Werkzeug und das Zahnrad brauchen wir natürlich auch. Und das Werkzeug kann wieder raus. Jetzt kann die Fixierplatte wieder runter. Wir können jetzt die untere Verkleidung einsetzen. Die hat, so muss die sitzen. Gehalten wird sie nur von 2 Schräubchen. Sechser Schräubchen. Die Schräubchen bekommen 10 Newtonmeter. Das Zahnrad hat nur eine mögliche Orientierung, weil das sitzt ja auf dem Konus. Das heißt, es muss so drauf. Hier ist der größere Radius, innen wird es enger. Tropfen Öl auf den Konus und die Fixierplatte kommt jetzt auch wieder drauf. Jetzt müsst ihr aufpassen, ein bisschen könnt ihr die Schraube schön ansetzen, weil es rutscht gleich nach innen weg. Die Fixierplatte und das Rad klopft ihr jetzt ein bisschen auf den Konus. Dieser an steht ein, damit wir wieder das Werkzeug einsetzen können. Jetzt muss der Zahnriemen wieder drauf. Wie das geht, schaut euch jetzt in dem Video über den Zahnriemenwechsel an. Zahnriemen und Keilriemenriemen sind wieder drauf, habt ihr ja in dem anderen Video gesehen. Und jetzt geht's mit dem Heulgeber hinten an der Nockenwelle weiter. Bei dem Heulgeber müsst ihr aufpassen, der hat unterschiedliche Schrauben, eine normale und diesen komischen Bolzen. Die Orientierung ist so, hier kommt die normale Schraube und unten kommt der Bolzen mit der langen Seite zum Kopf hin. Der Heulgeber kommt hier einfach so drauf. Ihr seht ja, hier ist die Nase für die Schraube. Dann könnt ihr die obere Schraube schon mal einsetzen. Und die untere, wie gesagt, lange Seite zum Kopf. Bei der oberen ist es schon wieder ganz praktisch, wenn man Magic Ratsche hat. Kommt natürlich wieder kein Mensch vernünftig bei. Anzugsmoment für die Schrauben wäre 10 Newtonmeter. So. Auf diesen Spezialbolzen kommt nun der Kabelhalter von der Lambda-Sonde. Mit dem Mütterchen festgemacht. Das ist halt Audi-Qualität. Bei anderen wäre es ein Plastikclip. Und auch die Mutter für den Klemme ziehen wir ein bisschen an. Dann kommt der Stecker vom Heulgeber drauf. Das war der hier. Drauf gehen die Dinger immer ganz leicht. Wie das Schwallblech und der Deckel drauf kommen, da gibt es ja das Video, wo euch Veronika die Aktion zeigt. Das müsst ihr jetzt anschauen. Gut. Veronikas Anleitung folgend habe ich nun wieder alles eingebaut, inklusive der Verkleidungen. Beim Start müsst ihr jetzt aufpassen, es kann durchaus sein, dass die Hydros am Anfang ein bisschen klackern. Das sollte sich aber schnell geben. Danke, dass ihr wieder mal zugeschaut habt und ich sage euch Tschüss, bis zum nächsten Video.